Hi guys, it's me Andrea. Today I'm making a card and I start with the vellum and I want to heat emboss vellum. That doesn't work with any of this vellum types, so you need a heat resistant, pretty heavy one, so that's pretty thick, and I use here my script stamp and go and stamp it with Versamark. And I'm doing that all over the page. I'm not using everything. I'm using it up later as well. So there's a lot of leftovers for me, but I like my leftovers. Only use a bit of that. So I'll go over with golden embossing powder. And I think gold embossed on vellum, that always looks really, really pretty. So, hallo ihr Lieben, ich mache heute eine Karte. Und die Basisidee war eigentlich, Vellum oder dieses Pergamentpapier, es ist ganz, ganz, ganz schweres, zu embossen mit diesem ganz eleganten Gold. Das Vellum, also dieses Pergamentpapier, es muss schon speziell sein, ein sehr schweres sein, damit man das heiß embossen kann. Und ich benutze das hier mit Gold, hier mit meinem Script-Stempel und Versamark und dann mit einem goldenen Embossing Powder. Und weil ich finde diese Kombination extrem elegant. Und ich werde das reißen hier mit diesen Linealen, die ich habe, mit ganz verschiedenen Kanten. Die machen dann auch verschiedene Risskanten. Das ändere ich aber hinterher nochmal, dann reiße ich dann nochmal so, ja, per Hand, Pi mal Daumen. Irgendwie gefiel mir das dann doch alles nicht so. I want to have layers, different layers, and I have this rulers with these different edges you can tear your paper with and have this different type of edges. But at the end of the day, it looked all too neat because it's so equal, the whole edge. So that's not really me. I need to have it a bit more messy, and that's what I do. I go in and tear it off with my fingers again. So, and I want to use layers. Of course, the background won't stay like that. It's just for me to have a look how many of these ones I need. And then, of course, I have to cut it to size. Ich habe dann hier erstmal geguckt, der Hintergrund, die weiße Karte bleibt natürlich nicht so. Ich habe jetzt erstmal nur geguckt, wie viele Lagen brauche ich, und dann muss ich es natürlich noch zurechtschneiden an den Seiten, dass es dann die gleiche Größe hat wie die Hintergrundkarte. Genau so. Und dann werde ich das layern. Habe mir aber gedacht, das sieht bestimmt schicker aus, wenn ich die Kanten jetzt auch noch mit Gold mache. Und zwar benutze ich da hier dieses Midas, diese Gold-Ink Stempelkissen, und das ist schon schön satt und deckend. Problem ist halt nur, das trocknet erstmal nicht. Das dauert ewig, und gerade auf diesem Vellum dauert das, Alter, ich weiß nicht wie lang. Aber irgendwann trocknet das. Und jetzt werde ich mich erstmal dem Hintergrund widmen. Habe gedacht, ach, ich habe da so Papier über, das ich schon bemalt habe. Und das nehme ich ganz einfach. Da brauche ich jetzt nicht Neues nehmen. I decided for the background I use some paper I've laying around. My leftover paint I always put on some paper I have laying around, nothing special, and that's why I'm using up here, because I wanted to put paint on it anyway. And I'm using, you can see on top the blue background, and here I'm making basically green background, green turquoise background. That's a background paper, or that's the paper I will cut out my balloons. And I'm using the Golden High Flow Acrylic Paints hier. Ich habe jetzt hier die beiden Hintergründe gemacht. Das Blaue nehme ich eigentlich als für den Hintergrund für das Vellum, und hier das Grüne habe ich gemacht, da will ich meine Ballons ausstechen, ja, ausstanzen. Da habe ich jetzt verschiedene Ballons, einmal diesen Ballon, ja, Bunch of Ballons, ja, und dann noch Einzelballons. Und die werde ich dann so ein bisschen anordnen. You can see I cut out different balloons, the single ones, and then this bunch of balloons, and I will definitely cut out even more. You will see that later, the typical thing, not enough, I need more, but yeah. So, bit of gold paper to layer it on.
I cut it to size and I will glue the vellum top. And the problem is with vellum glue, and you always will see that it's peeking through. In this case, I didn't really mind because I had the heat emboss script stamp on top, and it was sort of okay. Could have been nicer, but yeah, it's handmade, come on. So, ich habe dann hier die hauptsächlichen oder hier meinen Hintergrund mit dem Vellum schon mal gelegt und geklebt, und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist mit Vellum immer sehr schwierig, das vernünftig zu kleben. Das scheint immer irgendwie ein bisschen durch. In dem Fall mit dem Embossen drauf, es geht. Hätte man schöner lösen können, aber ach, weißt du, das ist eine handgemachte Karte. Ich bin da immer nicht so pingelig. Man soll das auch noch sehen, dass die handgemacht ist. Und klebt das jetzt aber nur an den unteren Kanten, weil ich ja noch die Ballons da reinbringen will. You know, I glued it only on the bottom because I have to, or I want to put the balloons in, because they will appear behind this torn vellum, as in they're rising behind mountains or something like that. Yeah, that's what I thought. Ich habe mir gesagt, die gehen so auf, hinter den Bergen kommen die so hervor. Das war so meine Grundidee. Ja, das sind heiß embosste Berge. Also ich habe jetzt natürlich erstmal angefangen, die hinteren so komplett aufzukleben, und alle weiteren klebe ich jetzt mit 3D-Tape, damit die sich schön voneinander abheben und dass es so ein bisschen so einen schöneren 3D-Effekt gibt. You know, I started here with the background ones I glued directly onto the page or onto the card, and any others here on top will be glued with a 3D foam tape just to have much more texture and depth on my card. And you can see I cut a lot more balloons afterwards, and to have more bit of highlights now with my white Posca. Und ihr habt gesehen, ich habe jetzt noch einige mehr von den Ballons ausgestanzt, aufgeklebt, und jetzt noch ein paar Highlights, und das war's grundsätzlich schon. Jetzt kommt gleich noch das Close-Up, und ihr werdet ein paar Fotos sehen. So guys, that's it actually. You will see the close-up coming now. And I say already, thanks so much. Oh, you can see I put some of this gold wire. I thought that is the nice little touch, it really makes a difference, I think. So, okay, thanks a lot for watching, guys. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. Hope I see you soon with my next project. So, bye-bye, have a great time, bye-bye. So, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Schauen, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, und einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin, bleibt kreativ und habt eine tolle Zeit. Tschüssi!